Hi Leute, wir zeigen euch heute, wie ihr den Limiter für die BMW 650 GS einsetzt und das Motorrad somit auf 35 kW und für den A2 Führerschein zulässig reduzieren könnt. Um Zugang zur Gasmechanik zu bekommen, müssen wir 2 Schrauben entfernen. Dazu nehmen wir einen Kreuzschraubenzieher und drehen dann einmal die Schraube hier oben los. Und hier unten, etwas umständlicher zu erreichen, sitzt die zweite Schraube, die wir lösen müssen. Sobald das erledigt ist, können wir das gesamte Elektrikteil einmal zur Seite legen, damit wir vernünftig hier arbeiten können. Bei diesem Fahrzeug gibt es jetzt einige Besonderheiten. Zum einen haben wir hier einmal diese Umlenkung mit einer Verzahnung, die nehme ich jetzt erstmal raus. Jetzt kommt unser Limiter zum Einsatz. So sieht er aus mit der Kennzeichnung hier oben drauf. Und da die komplette Gaseinheit offen liegt, können wir den jetzt nicht wie bei anderen Fahrzeugen einfach einlegen, sondern müssen ihn ankleben. Dazu nehmen wir etwas Fett und kleben ihn an die richtige Stelle, nämlich hier unten. An dieser Stelle zur Verdeutlichung einmal ein kleiner Perspektivwechsel. Hier sitzt also der Limiter etwas fixiert mit Fett und jetzt nehmen wir die Umlenkung wieder zur Hand und setzen die so wieder an die richtige Stelle ein. Und das war's schon. Jetzt können wir den vorderen Teil der Gasgriffschale mit der ganzen Elektrik wieder ansetzen und festschrauben. Das Gas einmal auf Freigängigkeit überprüfen, das ist in diesem Fall schön freigängig und dann können wir unser Teilegutachten, das wir mitliefern, zur Hand nehmen. Da stehen alle technischen Daten drin, zur Vorlage beim TÜV, bei der DEKRA oder bei irgendeiner anderen Prüfstelle, die das Fahrzeug dann zulassen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Fahren und always ride safe!